So. Jetzt waren wir hier tatsächlich... Wir sollen in die Kirche gehen. Ist es nicht eher schlecht, als Vampir in die Kirche zu gehen? Einfach mal so in den Raum geworfen. Ist es nicht vielleicht eher schlechter, in den... reinzugehen? So. Rein theoretisch. Sondern das ist das gleiche Eck, wo wir gerade eben schon waren, oder? Dann gehen wir mal rein. Oh, guck mal. So. Au. Alter, wie viel sind denn da? Sind immer noch 3. Alter. Da sind es noch 2. Aua. Keine Ausdauer mehr. Ah, fuck. Ach, komm schon. Alter. Wo ist der andere jetzt? Der weicht mir zu viel aus. Wo ist er denn hin? Alter, Junge. Endlich. Guck mal, das war die andere Tür da. So, dann gehen wir mal hier rauf. Mhm. Da ist ein Licht drüber. Ach, da ist einer drin. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Warnstufe 3 benötigt. Oh, schade. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Warnstufe 3 benötigt, okay. Das hat uns also nichts gebracht hier. Haben wir sie vollkommen sonst weggeklatscht hier. Ja, gut. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. hat keinen Bock. These immortals try my patience.
with their plans and unsolicited counsel. Ja, weiß nicht. Gehen wir hier einfach mal so in die Seitengasse. Mach den einfach mal weg. Kann man nebenbei schön gucken, während wir beißen. Aber guck mal, das ist kein anderer. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Waffe verbuggt ist. Die soll uns doch, oder halt, dass es nicht geht, die soll uns doch Blutpunkte bringen eigentlich die ganze Zeit. Aber irgendwie kriegen wir keine Blutpunkte. So. Junge. Eiskalt. So. So, gleich nochmal. Schon das Blut rausholen aus dem Kollegen. So. Oh. Ich dachte, das wäre was zum Auf. Dann nehmen wir halt den auch noch mit. Wo sind wir jetzt? Oh, ein Werwolf. Ja, wir treffen uns beide nicht, ja? So, jetzt hat aber. Gibt's hier irgendwas? Alter. Irgendwas fokussieren wir die ganze Zeit. Was ist hier? Da gehen wir jetzt hin. So. Jetzt ist hier gleich weniger. So. Heute voll richtig kampfreich. Ah, fuck. Richtig kampfreich heute. Wo ist der andere? Wollschal. Rumänischen Muster. Neue Untersuchung. Mein geliebtes Andenken. Ah, guck mal. Und hier? Das Licht drüber. Normalerweise ist es doch immer, wo Licht drüber ist. Große Bildlose. Okay. Geht's rein. Hier geht's aber nirgends rein, oder? Ja. Okay, da haben wir anscheinend irgendeine Mission gestartet, ohne dass wir wussten, dass wir die starten. Wer will den Wollschal haben? Wenn der wem der Schal gehört. Ah. Hier, da müssen wir eh schlafen, damit die erstmal wieder dahin gehört, wo sie hin ist. Okay. Irgendeinem Schal. Gut. War das da ein Werwolf chillen? Alter. Was ist denn hier heute gegnertechnisch los? Sonst chillt hier gerade nichts. So. Zack. Ich drehe jetzt um. Ich will in die Richtung hier rauf. Guck mal, da sind auch Gegner. Die prügeln sich aber mit irgendwas. Oder mit irgendjemandem. Hallo.
Aua, hörst du auf, mich mit deinem Kreuz zu verprügeln, bitte? Au, au. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. War da nicht noch irgendwas anderes? Ich glaube nur der Skull hier. Okay. Dann gehen wir hier rein. So, und dann gucken wir auch gleich mal. Da ist die Kamille. Wo die sind. Ich muss irgendjemanden auf eine Schale ansprechen. Auch mit. Das heißt, ich brauche den Clay Darby hier. Hallo Clay. Good evening, Doctor. Can I help you? Hi. Goodbye. Would you like me to revive? So. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Warum Hinweis fehlgeschlagen? Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time. Warum Until fehlgeschlagen? he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Warte mal kurz. Nee, so. Sprechen Sie aus Erfahrung? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Also irgendeiner ist What fehlgeschlagen. do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them in case bad things happen. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Most of them don't speak. Good evening, Doctor. Gefällt mir gerade gar nicht, dass da irgendwas fehlgeschlagen ist. Goodbye, miss. Fuck. I'm cheap and I'm clean, I promise. So, dann quatschen wir mal kurz mit ihm. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Das hatten wir schon. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Boom, 5000 Punkte. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination.
Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Sie nutzen um Außenbehörden. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. I have heard it. So, das haben wir. Ui. Untersuchung erfolgreich. Wir können ihn, wenn wir hier sind, die Migräne wegsnacken. Also abgeben. Und ach, guck mal, die haben beide jetzt Migräne. Gut, dass ich da zwei habe. Wo ist er? Ach, das ist der Blinde. Da oben. Okay. Das ist der Blinde von da oben. Also hier in dem Gebiet können wir ihm auf jeden Fall die Migräne nehmen. Wir werden deswegen nicht stabil werden, denke ich. Wenn wir, also definitiv nicht mehr. Wir haben die Stütze weggemacht. Ihm könnte man auch was gegen die Kopfschmerzen geben. Und ich glaube, sie wissen ja nicht, was wir haben. Die kennen wir auch noch nicht. Aber wir gehen definitiv mal zu ihm hier hinten hin. Und geben das jetzt gegen Migräne. Du erholst dich. Das ist aber auch nur 800 Punkte wert. Wo ihr Mann ist, weiß ich auch noch nicht. Da war die Ausdauer down. 2600 Punkte würde ja eigentlich schon Sinn machen, dass wir uns mal... Wo ist denn dein Vater? Pisst er wieder in irgendeine dunkle Ecke? Wo ist denn der? Ah. Ja, halt. Good evening. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. So, der erholt sich jetzt auch. A gun? So. Dann... Wie gesagt, könnten wir einmal zurücklaufen und Oswald Thatcher suchen. Ja, ich würde erst gerne noch ein paar Minuten hier in dem Gebiet bleiben, weil ich muss jetzt eh hier an der Kirche. Sonst ist es ein übelster Umweg, den wir uns nehmen, den es nicht braucht. Also hier an die Kirche, aber an das seitliche Tor. Ich habe irgendwie den Verdacht, die zwei haben auch noch irgendwas. Weil die immer hier drüben so ein bisschen rumlaufen. Und ich muss hier in den Haupteingang da. Ich kann mich hier raufschießen zum Beispiel, aber da passiert ja auch nichts. So. So.
bist du? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Oh mein Gott. Ich brauche niemanden, der mich anhört. Ich brauche keine Gesellschaft. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Meine Worte gelten einer Verstorbenen. Es ist eine private Angelegenheit. Der Typ hört sich nach dir an. Nein. Meine Worte gelten einer Verstorbenen. Ich weiß nicht, wollen wir einem Pfarrer wirklich sagen, dass wir die Schwester gekillt haben, weil wir sie ausgelutscht haben als Vampir? Ich glaube eher nicht, oder? I told you once. This is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Er sagt es Open trotzdem. your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Es war jemand, der mir viel bedeutet hat. So meine sie war She meine. was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Deswegen gehen wir ja nicht in die Kirche, Trio. Wir bleiben ja davor stehen. Ich fühle mich verantwortlich. Sie ist meinetwegen. Ich fühle mich I verantwortlich. feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. Nein! There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will Nicht lighten so. if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Warum sagst du das so? Ich habe extra nicht das eine genommen. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die hier hinten, dass der irgendwas hier hinten will und quatschen möchte. Most of them don't speak English. I'm supposed to interview them. So, wir müssen jetzt zu Dr. Swansea. Das heißt, wir können ihn den einen heilen. Ich habe irgendwie den Verdacht, ich kann da irgendwas zwischen denen rausfinden. I'm cheap and I'm clean. So. Wir müssen zu Dr. Swansea, das heißt, im einen können wir das die Kopfschmerztabletten geben. Ja, warum seid denn ihr jetzt wieder da? Ich war doch gar nicht schlafen und so. Oh. Weil ich jetzt halt auch einen Gegner mit dem Kreuz hier habe.
Alter. Da muss ich mal ein wenig rausfinden, wie der geht. So. 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 Du hast nichts fallen lassen? Ich guck mal zu dem jetzt. Den hier. Oh, das ist eine neue Leiche. Haben die umgebracht? War das Skull? Weiß ich nicht. Boshafter Skull, boshafter Skull. Okay. Auf jeden Fall sind die Gegner wieder da, so wie es ausschaut. So. Heißt hier. Jo. So. Tschub. 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 Schießt da einer auf mich? Da schießt einer auf mich. Hallo. So. Da ist auch schon wieder so einer mit. Alter, okay. Jetzt werden wir das fast ein paar zu viele hier. Au. So. So. Weiter. Ja, jetzt werden es ein paar mehr Gegnerchen. Wir sind in der Story ein bisschen weitergekommen. Aber das ist ja noch lange nicht schlimm. Okay, dann sammle ich halt erst da ein. Ist ja schon gut, Spiel. Ist ja noch lang nicht schlimm. Aktuell schaffen wir es ja noch ganz gut, nämlich. So. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Warum ich? You Bin gleich wieder da. selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ja, wir haben jetzt mit Blue persönlich mit unserem Maker geredet. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So. Der müsste irgendwo hier vorne sein. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just Hier unten. projecting this vision in my mind? Warte mal. Maybe Edgar can help me with this one. Warte mal. Was ist mit dem los? Warum ist er weiß? Guck mal, die sind beide weiß.
Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Guck mal, sie lieben sich. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Mhm. Hi. Can't understand why you still care for this bloody city. For God's sake. It's locked. Kommt ihr mal raus? Ich will dir eigentlich noch was gegen die Kopfschmerzen geben. Kommt ihr mal raus? Hallo? Kommt ihr mal raus, hopp? Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Jetzt können wir nicht endlich mal miteinander reden. Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Could you speak to... Über ihre What Rattenphobie? caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know. Never thought I'd love a man. Haben wir was Newton rausgefunden?
Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Ein Hinweis brauchen wir noch. Ihm geht's gut und er hat jetzt schon 2800 Punkte wieder. So, wo ist aber der andere Kollege? Wer ist hier vorne? Erstmal saufen, ha? Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Okay, jetzt kann man auch mal mit ihm reden. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Mhm. Der ist aber auch nicht so viel Blut wert, aber ist es Why egal. did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Mhm. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Okay, dann persönliche Fragen. Haben wir 3. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Und damit haben wir auch was über ihn rausgefunden. Über den anderen nochmal. Tell me about your Wir quatschen weiter durch. feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton starts to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Was passiert, wenn sie Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days.
and days like months. The terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. Yeah, I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Guck mal, beide könnten wir mesmerieren. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Medizin geben. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. So, das ist der auch am holen. Goodbye, Mr. 1000 Punkte. Den hätten wir ja schon die ganze Zeit snacken können. So. Dann will ich ihmchen hier nochmal drauf ansprechen kurz. Hello. Good evening. Und zwar, das ist jetzt auch 3000... Die können wir nicht mesmerieren, schade. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Okay. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Die Frage ist, ich hätte ja schon gern mesmerieren. 3. So. Das heißt, wir haben aber das jetzt auch fertig. Triff Edgar im Krankenhaus. Hier haben wir alle Missionen fertig. Hier weiß ich immer noch nicht, wie ich zu die 2 komme. Da müssen wir auch mesmerieren 3 erstmal haben. Und hier einen Tag warten. Ansonsten haben wir eigentlich alles soweit gut geheilt. Hier den letzten jetzt auch. Damit kriegen wir den letzten Prozent auf gereinigt. Hier fehlt noch was für Claycox. Was schaust du das blutige Lager an? Mesmerieren 20. Ja, okay, why not? Oh, warte mal. Da ist was Neues passiert. Da ist irgendwas passiert. Jonathan. Your kind. Is there any... Alle sterben, die wir lieben. Are we condemned to Ach, das ist ein neues Gespräch, sorry. we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. Wir können auch sterben. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend. Wir können schon sterben. So we are outcasts. Nur halt anders. I spied my mother at the funeral.
Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Okay. Goodbye, my Wir können sie aber nicht auf Askalon ansprechen. until we meet again. Aber das ist frisches Blut. Und hier ist auch eine Blutspur. Guck mal her. Was ist hier passiert? Er geht hier hin. Oh. Hier ist... Er ist weg. Und... Hier ist was passiert. Die alte Frau ist weg. Ich glaube, die liegt da vorne. Hier ist was passiert. Ich glaube, das waren sie. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Wieso erkennt komischerweise... Sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Wieso erkennen manche uns, aber nicht alle? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Das Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Ein paar Leichen wird niemanden bemerken. Fürchten Sie Ihren Ruf. Das Vertrauen muss wiederhergestellt werden. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Haben wir auch schon gesehen. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Bin ich schon wieder Ihre einzige Hoffnung. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ja, nix Gutes. Nix Gutes. Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Das East End. Hier ist was passiert. Ereignis. Hier ist ein Ereignis. Und hier muss ich, genau da muss ich hin.
Hier. Da. Finde ich eine... Hier ist irgendwas gerade passiert. Das ist ein Ereignis. So, zu dem Ereignis gehen wir auch. Direkt. Wir haben aber 3300 Punkte. Also für 3300 Punkte. Lohnt es sich zu schlafen? Um alle Gebiete mal zu aktualisieren? Irgendwo da vorne ist was passiert. Gerade eben. Hier? Ich sehe aber nichts. Wo ist denn hier was passiert? Irgendwo hier ist ein Ereignis. Bei dir hier? Oh. Können wir diese Mahlzeit teilen? Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Was wissen Sie von Ascalon? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? War riesig. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Was ist Ascalon? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Mhm. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. So. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Qualität des Blutes der Kranken. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Mhm. Thank you, my lady. War sie, okay, dass es mal mit ihr reden konnte, war das andere. Jetzt müssen wir so die Docks runter. So, irgendwie würde ich gern schlafen, damit sich die Gebiete mal aktualisieren können. Was aber... Ach, guck mal, das ist ihr Mann. Was aber auf der einen Seite... Ich habe nur 3000 Punkte, das wäre jetzt nicht so wild. Und hier würden wir auf gereinigt springen. Aber bringt uns das was? Gerade die Gebiete aktualisieren und die 3000 Punkte. Wir haben eigentlich alle geheilt, bis auf die, was wir nicht kennen aktuell. Oder nichts machen können. Deswegen würde ich tatsächlich sagen,
Ich gehe zumindest noch mal in die Docks. Da gibt es ja auch bestimmt noch einen Unterschlupf hier. Da gehen wir mal rüber. Wir gehen jetzt in die Docks. Machen wir es so. Jetzt mal hier noch ein bisschen weitermachen. Die neuen... Oh, der nervt mich. Aber es sind trotzdem noch 300 Punkte, die er hat. Zeug, was ich schon gern mitnehmen würde. It seems the Freewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. So, der macht übrigens echt Aua. Oh Gott, nervt der. So. Zack. Und da war irgendwo noch einer, oder? Waren die nicht zu dritt? Ah, guck mal, da sag ich doch, da ist noch einer. Aber wir müssen da durch. Wir müssen halt hier durch. So. So, zack, da haben wir Blut und alles voll. Wunderbar. Alles voll, voll, voll. So. Was? Ach, das wird hier hinten sein, oder? Treff doch den Gegner mal, Mensch. Und die ganze Zeit drumherum. Mann! Komm schon. Die werden langsam wieder ein bisschen zu stark. Ich hätte doch schlafen sollen. So. Vielleicht hätten wir doch schlafen sollen, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall dahinter. Es sind ja genug Unterschlüpfe auf dem Weg dahin. So. Da. Da. Die laufen die Bank kaputt. So geht das. 3350 Punkte. Ja gut, wir können einfach an dem Unterschlupf zur Not da hinten schlafen. Und dem Weg einfach entlang gehen. So, der ist ja wieder hier oben. Mal kurz. Ausdauer kurz refreshen. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. So. Aber wir machen mit unserem Flock immer noch sehr gut Schaden. So. So.
Und wir gehen da vorne rein. So, haben wir eigentlich über die noch was rausgefunden, wenn wir gerade eigentlich mal so vorbeilaufen? Quatschen wir mal kurz mit denen. Ich suche nach Schauen. Ah, guck mal. Hier ist nichts. Ach, den haben wir eh schon voll. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Okay, Tom Watts. Goodbye. Okay. Good evening. Hello again. Ach, da, okay, da haben wir ja einen Hinweis verkackt. Yes. Hast du irgendwas Ordentliches? Nee. Nischt. Ich könnte hier höchstens Munition kaufen. Ich bräuchte ein bisschen was Ordentliches. So blau oder lila Minimum. So, die Docs. Also rein theoretisch. Über ihn fehlt uns immer noch ein bisschen was. Leider. Oh. These murders are the work of a vampire. Ist aber not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Wer bist du? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. Es steht ja nur ein Vampir vor ihm, also... And they're close. Ja. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Aha, da haben wir schon den ersten Hinweis. Ihre Arbeit. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Woran kennt sie einen How do you Vampir? identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Vampirjäger der Extraklasse.
Persönliche Fragen über die Wachen von Have you Pridwen. heard of the Guard of Priwen? Of course. They're Priwen. dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Ich suche nach I'm Sean looking Hampton. for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Mhm. Wer kann mir helfen, Sean Hampton Maybe zu at finden? least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Müssen wir mal schauen, dass wir da hinten hinkommen. Tatsächlich. Endlich mal. I could make you Weil wir haben ja da Menschen I gesehen. respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Ob nee, ich werde verfolgt. Ah, hat er den Glauben eingepflanzt oder wie? Einfach mal so. Ja, der Glaube wurde direkt hart eingepflanzt. So, wir müssen mit Tom Watts quatschen. So, Status bitte. Ach, ja gut, das hier ist ja sowieso gesund. Ach so, das ist an sich gesund, guck mal. Waren wir schon richtig fleißig. Und ihn können wir halt nicht, weil wir ihn nicht mesmerieren können. So, lass mich rein. Grr. Ja gut, Tom, hey. Was geht? Welcome back, Doctor. What can I do for you? Warum? Okay. Ich brauche noch ein paar Hinweise. 5000 Punkte. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Er ist zu seinen Schäfchen I zurückgekehrt? believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Mhm. Ich muss ihn The schnell finden. important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Danke. Mr. Watts. Also da, wo ich schon mal hin wollte. Wo ich nicht hinkam. Und ist das Gebiet jetzt anscheinend frei. Dass ich da hinkomme. Ja, da. Okay, dann muss ich jetzt da vorne über die Schiffe drüber. Porten. Wollen wir den mal anquatschen? Hast du eine Familie? Du bist ganz alleine hier. Good evening. I'm Doc. And I. Das kennen. Ach so! Ach, das war der Gerettete! Jetzt habe ich den vollkommen umsonst geskippt, aber der braucht Stufe 3. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Sie vermissen die Missing the guten good alten old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. Dann kann ich dich doch direkt auslutschen, oder?
And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. So. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about Übrigens, hallo Nancy. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Was willst du mir sagen? Und jetzt? Schmusst du gerade mit dem Popschutz, mit der Stange vom Popschutz? Do you still know anyone from the old days, I mean? Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Ja, auffällige neue Gesichter. Remarkable new faces around here. Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Hast du Mist gebaut oder warum musst du dich gerade einschleimen? Oder willst du einfach nur schmusen? Wem kann man denn Who vertrauen? would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Ja, schrei mich nicht immer so an. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately It's a named, bitch. an old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. War es ein Spiegel? Was? Bist du schon wieder da? Geh zu Sally rüber und nerv sie. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's Die freut sich bestimmt, wenn du mit ihr schmusen willst. disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Alte Leute beschweren sich immer. Das sind schwierige With Zeiten. everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Einen guten Hunger. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Ich hätte aufhören, mit dem Mikrofon in den Arm zu schmusen. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Ja, selber mau. Schreib mich doch nicht immer so an. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. Was guckst du jetzt so genervt? You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Bist du ein bisschen streamen? Bist du ein bisschen streamen? Da ist das Mikrofon, hier übernimm du. Da. Da musst du reinmauzen.
Oh, anscheinend ist es schüchtern, sie ist jetzt gegangen. Nein! So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Denn Andrew. Okay, dann haben wir eigentlich auch schon alles rausgefunden über ihn. Das war der, den wir gerettet haben, gell? So. Bist du schon wieder da? Wir müssen... Ja, hier rüber. Wir müssen uns aber jetzt darauf einstellen, dass die Gegner jetzt einen Ticken stärker werden. Oh, hier liegt eine Leiche. Oh, ui. Hallo, ihr habt da hinten einen Werwolf. Und ihr geht auf mich? Jetzt bitte nicht. Ich hab nicht für dich geopfert. Gut. Warum ist der jetzt 22, der Wolf? Und irgendein Zeichen auf dem Boden vor mir. Da wollte ich nicht hoch. So, wir wollen da raus. Da werden Prison-Wachen überall sein. Definitiv. Direkt vor meiner Fresse. Oder auch nicht. Geradeaus vor mir. It's locked, all right. Das zu. Ach, jetzt ist die Tür offen. Seems like the guard of Pre-Win is on the trail. Wieso hat der einen Flammenwerfer? Fuck, der ging vorbei. Kurz ein bisschen zurückziehen. Au. Alter. Alter. Also einmal fokussiert der Arsch hier ständig irgendwas anderes. Alter. Fuck, ich bin gleich tot, Mann. Alter. Alter. Wie viel Reichweite kann so ein Flammenwerfer haben, Alter? So. Komm schon. Okay. Wir haben dann irgendeine Waffe dafür noch gedroppt gekriegt. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. So. Ich will mir mal kurz die Waffe anschauen. Da haben wir mal unsere ganzen Serum weggeknallt. Waffe.
Hier. 40 Schaden. Oh. Schocken 5. Schocken 15. Hm. 65 Schaden, 90 Schaden. Da könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwas auswählen. Verursachten Schaden. Nachladezeit, aber dann würde ich eher auf Schaden gehen hier zum Beispiel. Dann mache ich das hier. Und hier auch auf Schaden. Also die wäre so eine Schadenswaffe. Wechsel zu Feuerschaden, der besonders bei Bestien und Vampiren effektiv ist. Okay. Chemischer Schaden. Nö. Schaden. Okay. Aber die hier hat ja auf Stufe 3 schon 75 Schaden. Und macht 15 Schock. Also 74. Der einzige Vorteil ist, sie hat einen Schuss mehr. Oh, wenn ich das Beil hier zum Beispiel, mehr Schaden, nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Warte mal. Wir sind hier auf 3. Wie viel würde die auf 3 machen? 105, also auch ein bisschen mehr Schaden. Und hier haben wir ja Blutpunkte hier und Blutpunkte hier. So. Und bei dem Beil Angriffsgeschwindigkeit 10, 15. Macht ein bisschen mehr Schaden. Auf 3. Ausdauerverbrauch könnte man senken. Mehr Schaden. Schockpunkte. Wenn, oh, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Schockpunkte beim normalen draufhauen. Hast du halt hier, hast du halt immer Blut. Übrigens 4145 Punkte. Das Schlafen würde sich doch langsam lohnen, wenn ich hier dann den nächsten Unterschlupf finde. Aber da brauchen wir noch ein paar Minuten, bis wir dort sind. Wo geht's hier hin? Da oben sind Gegner, also will ich eigentlich ungern da runterspringen. Ich muss aber darunter springen. Das heißt... Ich muss erstmal hier den Docks entlang. Und dann sollten wir das nächste Mal wirklich schlafen, sobald wir den Unterschlupf haben. Da prügeln sich vorne auch 2. Wir füllen mal kurz unser Blut wieder auf. Zum Glück sieht der uns da oben nicht. So. Aber der hat sich mit einem Level 7er da vorne geprügelt. Weil das, was die sich da vorne rumprügeln, ist ja eher ein... Hallo. Jetzt komm ich. Nicht? Ich zeig dir mal, was für ein Gentleman ich bin, indem ich dich einfach töte. Guck mal. Wo habe ich denn das Chin-Chin hinterher recht? Hallo? Zack. So. So. Gehen wir hier hinten weiter? Also hier geht's rauf. Ich will mal hier hinten kurz nur ein bisschen rumschauen. Da könnte ich mich raufschießen. Hier ist so ein Kollege noch. Den machen wir jetzt einfach auch weg. So. Da ist nur er.
Was gibt's hier? Sind wir halt hier oben. Hat uns was gebracht? Dass wir hier oben weitergehen können. Hier hinten rum. Na, gehen wir doch mal hier hinten rum. Übrigens, DBD. Also als Info. So. Hier ist wieder so eine einladende Tür. Schade. Mülleimer. So. Wer bist du? Und willst du sterben? Hast du einfach die Mauer kaputt gemacht, den Zaun. Da könnten jetzt halt einfach irgendwelche Leute runterfallen, weißt du? Das ist nicht nett. Was ist jetzt, wenn einer sich da ein bisschen abgetrunken abends nach Hause kommt, ein bisschen nicht so gut auf die Füße ist und plupp, liegt da unten. Und dann hat er sich das Ohrläppchen gebrochen. Na toll. Hast du gut gemacht. Mitteilung. Hinweis. Ich glaube, ich bin hier schon irgendwie richtig. Wo geht's denn dahin? Ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Guck mal. Ist es die Notunterkunft? Wo ich hier bin? Ich glaube, das ist die Notunterkunft hier. Oder auch nicht. Ich gucke mir hier erstmal da vorne nochmal um so ein bisschen. Auf hier. Gucken wir, da ist auch noch ein Gegnerchen. So. Immer schön beißen. Damit heilen wir uns. Damit kriegen wir Blut. Und damit skippen wir ein bisschen Zeit, bis die Ausdauer wieder da ist. So. So. Oh, wieder beide auf einmal getroffen, ist natürlich sehr nice. So. Nein! Ich wollte nicht runterfallen. Kann ich mich hier raufschießen? Ja, kann ich. So. Das ist nicht eine Kiste. Mit Aluminiumpulver, wo wir ja eh mehr genug haben. Guck mal. Hier ist ein Häuschen, da können wir sogar mal reingehen. Da hat einer die Tür geklaut. Da hat jemand, ist gerade erschrocken vor seinem Bäcker. Da haben sie überall die Türen geklaut, hm? Frechheit. Oh, Alter, 2 große ist unfair. So. Noch mal reinbeißen. Der hat gut geschmeckt. Gut. Haben wir den auch weg. So. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ah, guck mal. Umfeld der Notunterkunft. Ich glaube, ich bin hier richtig. Denke ich. Das sind Blutspuren. Ah, guck mal, wer bist du? Chillen. Ich quatsche erstmal mit ihr. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor.
but thank you. I'm sorry. Your medication. Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Na, I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Ja, ich bin ein Doktor. Also nur ein Doktor. Also, jetzt sind wir hier in dem neuen Gebiet.